Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für ein leckeres Pfannengyros mit Spätzle und Gemüse. Dafür als erstes ca. 600 Gramm Schweinenacken in dünne Streifen schneiden, dann in eine große Rührschüssel geben. Alternativ könnt ihr hier natürlich auch Hähnchen verwenden. Weiter geht's mit dem Gemüse. Da habe ich je eine halbe rote und gelbe Paprika, außerdem eine rote Zwiebel und eine kleine Zucchini, Paprika und Zwiebeln in Streifen und die Zucchini längs vierteln und in kleine Stücke schneiden. Das Gemüse ebenfalls mit in die Rührschüssel geben, danach kommen die Gewürze dazu, 3 Teelöffel Oregano, 2 Teelöffel Thymian, je einen Teelöffel Rosmarin, süßes Paprikapulver, Knoblauchpulver, gemahlener Koriander und für die Schärfe noch ein paar Chiliflocken, etwa einen Viertel bis halben Teelöffel, je nachdem wie scharf ihr es mögt. Danach fehlen noch eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer und ein guter Schuss Öl. Hier könnt ihr Olivenöl, Rapsöl oder auch Sonnenblumenöl verwenden. Anschließend alles einmal gut miteinander vermengen, damit sich Öl und Gewürze gleichmäßig verteilen können. Und jetzt können wir das Gyros anbraten. Dafür einen Wok oder eine große Pfanne ohne Öl erhitzen. Das Gyros am besten in 2 bis 3 Schüben in die heiße Pfanne geben und bei mittlerer bis hoher Hitze für 5 bis 6 Minuten anbraten. Dabei gelegentlich wenden und anschließend aus der Pfanne heben und kurz zur Seite stellen. Das gesamte Gyros auf diese Weise anbraten. Wenn das erledigt ist, die Pfanne mit etwa 300 bis 400 Milliliter Gemüsefond oder Fleischbrühe ablöschen, außerdem 500 Gramm Spätzle aus dem Kühlregal dazugeben, kurz miteinander verrühren und zum Kochen bringen. Dann kommt das Gyros zurück in die Pfanne, außerdem 150 Gramm Creme Fraiche dazugeben, alles ein letztes Mal gut umrühren, für ein paar Minuten cremig einköcheln lassen und dann sind wir fertig. Die Gyros-Spätzlepfanne jetzt vom Herd ziehen, mit fein gehackter Petersilie garnieren und servieren. Das Gyros mit Spätzle und Gemüse könnt ihr dann auf Tellern verteilen. Zum Schluss, wer mag, noch ein paar Spritzer frischen Zitronensaft drüber träufeln. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.